Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich zeige in diesem Video, wie man die Zwischenablage unter Windows effektiv nutzt, insbesondere die Mehrfachablage. Das Video ist in 4 Teile geteilt. Im ersten Teil zeige ich die einfache Handhabung der Windows-Zwischenablage, wie sie fast jeder kennt. Im zweiten Teil zeige ich die Verwendung der Mehrfachablage, mit deren Hilfe man auch früher gespeicherte Werte wieder abrufen kann. Im dritten Teil zeige ich, wie man die Mehrfachablage aktiviert, denn das muss zunächst geschehen, bevor man sie verwenden kann. Im vierten Teil gebe ich noch einen Hinweis darauf, wie man die Zwischenablage zwischen 2 verschiedenen PCs nutzen kann. Zunächst also zur einfachen Handhabung der Zwischenablage. Dafür benötigt man 3 Tasten, die Taste X, C und V sowie die Steuerungstaste. Indem man die Steuerungstaste und C gleichzeitig betätigt, kopiert man den zuvor markierten Bereich. Steuerung C kopiert den gerade markierten Bereich. Durch Steuerung V kann ich den kopierten Bereich an andere Stellen wieder einfügen. Möchte ich den Text ausschneiden und an eine andere Stelle wieder einfügen, so betätige ich Steuerung X, der Text wird ausgeschnitten, und ich kann ihn mit Steuerung V an eine andere Stelle kopieren. Nachteil dieses Verfahrens ist es, dass ich immer nur die zuletzt kopierte Information auf diese Weise woanders hin kopieren kann. Die Bedienung der Mehrfachanlage ist fast identisch wie die Handhabung der einfachen Zwischenablage. Mit Steuerung und C wird wiederum kopiert, wie zuvor auch. Mit Steuerung und X wird wiederum ausgeschnitten, so wie das vorher auch der Fall war. Nur beim Einfügen benutze ich jetzt nicht mehr die Steuerungstaste, sondern die Windows-Taste. Es ist also diese Taste hinzugekommen in Verbindung mit der Taste V. Wenn ich nun Texte mit Steuerung C kopiere, auch diesen Text kopiere ich mit Steuerung C. Ich kann auch ganze Bilder mit Steuerung C kopieren und gehe nun an eine beliebige andere Stelle und drücke Windows V. So werden mir die in den Speicher abgelegten Werte angeboten, die ich jetzt in beliebiger Reihenfolge Windows V an diese Stelle kopieren kann. Auf diese Weise ist es mir möglich, auch zuvor kopierte Inhalte wiederum abzurufen. Zur Nutzung der Mehrfachablage unter Windows muss diese zunächst in der Zwischenablage aktiviert werden. Ich gebe dazu in das Windows-Suchfenster Zwischenablage ein und muss diese nun im Zusammenhang mit den Systemeinstellungen aufrufen. Daraufhin öffnet sich dieses Fenster. Hier kann ich die Parameter der Zwischenablage einstellen. An dieser Stelle wird die Mehrfachablage aktiviert. Sie ist hier aktiviert. Auf diese Weise habe ich sie wieder abgeschaltet. Ich schalte sie natürlich wieder ein. Und gleichzeitig komme ich damit schon zum letzten Abschnitt meines Videos. Denn an dieser Stelle kann ich aktivieren, dass die Zwischenablage zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert wird. Dazu muss ich mich allerdings auf den verschiedenen Geräten unter der gleichen Nutzerkennung angemeldet haben und die Daten werden bei Microsoft zwischengespeichert. Das ist also eher ein Ausnahmefall, in dem man das Ganze anwendet. Zum Schluss zeige ich noch einmal die Anwendung. Ich gehe auf diesen Text, markiere ihn mit der Maus, drücke Steuerung C, nehme diesen Text, drücke wiederum Steuerung C, nehme dieses Foto, Steuerung C, gehe in eine andere Anwendung, drücke Windows V und kann nun aussuchen, welches der zuvor gespeicherten Werte eingefügt werden soll. Auf diese Weise bin ich in der Lage, viele Informationen in der Zwischenablage abzulegen und jederzeit wieder aufzurufen. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.